Hallo, ich bin Justin und in diesem Video erklären wir euch heute, was es bedeutet, wenn ein Akku tiefenentladen ist, wie ihr diesen Akku erkennt und möglicherweise noch retten könnt. Immer wieder melden sich Kunden bei uns, die einen brandneuen Akku bestellt haben, dieser aber nicht funktioniert. Oft gehen die Kunden dann von einer Tiefenentladung aus. Die erste Frage, die sich nur stellt, ist der Akku wirklich tiefenentladen? Denn nur weil der Akku nicht funktioniert, heißt nicht gleich, dass der Akku nicht mehr zu retten ist. Die Nennspannung herkömmlicher Notebook-Akkus liegt meist bei 11 bis 15 Volt. Bei wirklich tiefenentladenen Notebook-Akkus liegt die Spannung bei 5 bis 7 Volt oder sogar weniger. Ist dies der Fall, ist der Akku nicht mehr zu retten und muss entsorgt werden. Auch wenn die Spannung dazwischen liegt, das heißt zwischen 7 und 11 Volt, kann es zu Problemen kommen. Aber in diesem Bereich kann der Akku potenziell noch reanimiert werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich, welche Spannung mein Akku hat. Hierzu gibt es zahlreiche Third-Party-Tools, wie zum Beispiel BatteryMon oder Battery Info Viewer. Hier könnt ihr verschiedene Messwerte des eingebauten Akkus auslesen. Wir haben zwei Akkus einmal für euch getestet an einer professionellen Akkuteststation. Bei dem funktionierenden Akku liegt die Spannung in der Nähe des Nennwertes. Bei einem tiefenentladenen Akku sieht das so aus. Wie ihr sehen könnt, hat der Akku eine Spannung von 5,5 Volt und liegt damit in dem Bereich, wie wir ihn euch vorhin genannt haben. Somit besteht eine reale Gefahr, dass der Akku tiefenentladen ist und entsorgt werden muss. Wird der Akku gar nicht erkannt, ist dies ein Indiz für eine tatsächliche Tiefenentladung. Liegt die ausgegebene Spannung bei mehr als 5 Volt, kann der Akku womöglich noch gerettet werden. Wenn ihr noch Hoffnung habt und es einfach probieren wollt, könnt ihr folgenden Tipp noch versuchen. Den Akku einfach in das ausgeschaltete Notebook einbauen und ihn an den Strom hängen. Jetzt ist Geduld gefragt, denn dieser Prozess braucht viel Zeit. Das Notebook sendet dem Akku periodische kleine Ladeimpulse, bis der Akku die Nennspannung erreicht hat. Wenn er die Nennspannung erreicht hat, wird der Akku ganz normal wieder aufgeladen. Wir empfehlen, mindestens eine Nacht vergehen zu lassen, bis das Notebook wieder gestartet wird. Ist ein derartiger Akku vorgeschädigt? Nein, die Lebensdauer, die Kapazität und die Gefahr des Aufblähens sind unbeeinträchtigt. Wir haben schon Akkus geliefert bekommen, deren Herstellung einige Jahre zurücklag. Man muss aber beachten, wenn die Akkus zwischen 50 und 60% geladen sind und mit einer richtigen Temperatur gelagert wurden, sollte dies kein Problem darstellen. Außerdem werden Akkus, wenn sie eine lange Lagerzeit hinter sich haben, oftmals noch getestet, bevor sie verschickt werden. Wenn ihr einen hoffnungslosen, tiefenentladenen Akku geliefert bekommt, ist dies natürlich ein Garantiefall und ihr bekommt einen neuen zugesendet. Wenn ihr einen hoffentlich nicht tiefenentladenen Notebook-Akku sucht, dann könnt ihr gerne in der Videobeschreibung schauen, da haben wir euch unseren Ersatzteilshop verlinkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.